Wie entsteht eine neue Kletterroute im Salkatal? Wir begleiten die Erstbegeher Florian und Günther bei der Arbeit und ich habe mit Florian, der bereits über 100 Erstbegehungen durchgeführt hat, über seine Motivation, die dahinterliegende Philosophie, den Aufwand und über seine Bergführertätigkeit gesprochen. Ich hoffe, euch so die Routen noch ein bisschen näher bringen zu können. Wie es davor ausschaut, ist alles recht schmutzig, der Fels, recht unfreundlich. Man sieht die Formen auch schlecht. Das wäre ja ein Tritt zum Beispiel, was sehr ungut wäre zum Hinsteigen. Und deshalb putzen wir das. Da sieht man, dass die Form und der Tritt schön herauskommt. Und wenn man jetzt weiter putzt, sieht man, wie sich der Fels für mich wie transformiert. Wie das auf einmal ein wunderbar schöner Fels wird. Hell, freundlich und entgegenkommend. Wenn wir einen neuen Fels schaffen, gell? Ja, neuer Fels geschaffen. Es ist was wie geschaffen. Gell? Und das Gleiche ist beim Riss. Man sieht den Riss jetzt kaum. Und dann, wenn wir den ausputzen schön, mit der Drahtbürste die Flechten entfernen. Ja, der geht noch weiter runter, so ein Riss. Jetzt ist der richtig schön hell. Und dann habe ich die Möglichkeit, da einen Frend zu legen. Schauen wir, wie er gut sitzt. Ja, nach unten. Ja, ist ein bisschen offen, aber nach unten. Das, dass ich das wahrnehme, dass ich den Riss jetzt wahrnehme, dass ich den Tritt wahrnehme, entsteht auch eine Beziehung dazu. Nicht? Und im Nachhinein die bleibende Erinnerung, die für mich so wertvoll ist. Ich habe das Vergnügen gehabt, bei euch jetzt bei der Erstbegehung ein bisschen zuzuschauen, wie ihr das gemacht habt. Und da war es so einfach nochmal die Frage, warum macht man das? Weil das ist doch, sagen wir, ein riesengroßer Aufwand, so eine Erstbegehung hier. Vor allem jetzt, wenn man Arcus sieht, da ringt man eigentlich dem Felsen Meter um Meter ab. In so ist es. Arbeit. Wie kommt man eigentlich darauf, dass man sowas sich antut? Ja, das ist sicher für jemanden, der jetzt da keinen Bezug hat, sicher ein großes Fragezeichen, nicht? Weil es ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand. Es ist eine dreckige Arbeit. Also es ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir so, eine schöne Arbeit. Es ist eine harte Arbeit, Gärtnerarbeit. Es ist eine ehrenamtliche Arbeit. Also man macht es ja freiwillig in seiner Freizeit. Die Routen entstehen an der Ostwand des Monte Paone, der bisher eher durch seine schwierigsten Sportkletterrouten bekannt war. Mittlerweile gibt es dort bereits 2 leichte Mehrseillängenrouten. Die Metamorphosi soll die dritte, ebenfalls im Genusskletterbereich angesiedelte Route in diesem Sektor werden. Gegenüber dem Wandbild mit der eingezeichneten Route sieht man hier schon Ansätze von geputzten und wiedergewonnenem Fels. Die erste Seillänge hatte Florian bereits erkundet und mit einigen wenigen Sicherungen versehen. Dies erlaubt erst einmal zügiges Klettern zum ersten Standplatz. Trotzdem müssen Griffe und Tritte noch überprüft und zum Teil gesäubert werden. Bisschen Gärtnerarbeit. Ja. Schauen wir uns einmal an, wie ein Bohrhaken gesetzt wird. Jetzt schauen wir uns das an, wie man da einen Bohrhaken setzt. Das erste ist, dass man den, hier haben wir schon ein bisschen ein Loch vorgebohrt, zuerst den Fels mit dem Hammer prüfen, wie das klingt. Das scheint in Ordnung zu sein. Der Abstand von dem Bohrhaken, einer sollte so auf Augenhöhe sein, der zentrale, und dann so einen Abstand von 30 cm vielleicht der zweite Bohrhaken.
Das Loch ist tief genug. Genau, wenn du klebst, dann musst du es ganz sauber auspusten, Ja, gell? genau. Das ist beim Klebehaken. Und bei dem ist der Vorteil, bei dem sogenannten Spreizanker, da ist hinten ein Konus Ja. und tut dann die Hülse beim Anziehen auseinander spreizen. Schlage ich das ein und dann kann ich es gleich festziehen. Und für Ausbegehung ist das eben unglaublich ideal, weil den kann man dann gleich belasten auch. Ah ja, genau. Den Klebehaken kennst du nicht gleich. Klebehaken kann ich nicht, ja. Ja, okay. Und die wiederholen, die sollten ab und zu mal einen 17er, oder was ist das, 17 oder 19er? 17er. Einen 17er Schlüssel dabei haben, wenn Ja, einmal was ja. locker ist, idealerweise, dass man wieder festziehen kann. Es gibt so einen Klemmkeil-Cleaner auch, der Der wohl es auch hinten hat, einen genau. Schlüssel schon dabei Ah, hat. der nicht? hält, Das der ist hält echt nicht, praktisch. der hält aber nicht so voll. Den habe ich selber, aber den leichten da, der kannte Kannst du da. es auch, wenn du magst, da lassen. Ja? Kannst du es Ja, fix- wie du willst. Dann machen wir es Ich, fix. längerfristig tue ich es weg. Ah, okay. Dass das, weil ich habe Na, lass beobachtet, mal's jetzt dass die Da stehen Schlingen sie. dann alt werden. Nein, Und da hängen die sie Schlingen eine. werden alt. Und wenn es jeder selber macht, das hat Ja, uns einer logisch, von ja, den logisch. Wiederholer gesagt, am Anfang schon, wir sollen doch keine rein tun, weil die eventuell schlecht werden. Und schon sieht ja jeder, da ist Stand und nimmt sein eigenes logisch. Material. Ah ja. Ja. Ah, das ist der Und tun wir Hintergrund. das eigentlich nicht, in der Regel nicht Lassen wir es vorbereiten. jetzt für Gell? uns heute da. Jetzt haben wir gerade eine Diskussion gehabt, wie viel Bohrhaken man setzt, und dann war die Aussage, so wenig wie möglich Bohrhaken setzen. Aber immer da, wo notwendig. Das passt aber auch, gell? Immer da. Kurz darüber gesprochen, über Bohrhaken versus Normalhaken, dass eigentlich manchmal schöner wäre, dass man Normalhaken schlägt, aber dass die sehr teuer sind, diese Normalhaken dann. Ja, also ich bekomme sie auch zum günstigen Konditionen, aber kostet immer noch jetzt von einem Kollegen, der es macht, eben für 5 Euro und schon halt für 7 Euro. Sind immer, die man praktisch von seiner Tasche via Spende ist es an die Klettercommunity da in die Wand schlagt. Ja. Alles nur künstlich, das wäre alle Fels. Nicht? Das ist nur runtergerutscht, bleibt da liegen, wachsen Sträucher. Ursprünglich wäre das ja alles Fels gewesen. Nicht? Ja, Da sieht man ja, eben beim ja. Putzen. Ja, aber deswegen schätzen da einige im Sagertal ja quasi auch, dass eben da Touren entstehen, sagen, weil der Fels war früher anders. Der war her, da waren nicht so viele War Bäume und weniger Büsche. Bewuchs, war ja, weniger sagen Bewuchs und viele, nicht? der ist jetzt erst gekommen und dadurch Erhöht kommt der es. CO. Ja, ja. Und man muss sagen, gell, das ist zum Beispiel da drüben bei dem Baum. Gell, da drüben habe ich schon abgeseilt, der Dürre. Und man sieht unterhalb, da sind die Wurzeln rein und die Wurzeln sprengen den Fels. Okay. Also der zusätzliche Bewuchs macht die Wand brüchiger und gefährlicher. Gell? Und überall, wo die Bäume sind drunter, dann kannst du schon davon ausgehen, da musst du ziemlich aufpassen, da ist immer brüchig. Ja, nur zweimal im Jahr wechseln, Ich will die nicht stören, gell? Voll Konzentration auf den Kletterer. Aber hier ist ihnen der schöne Fels, gell, so strukturiert, mit den Löchern und den Rissen. oder? Schön, ja, das ist. In der zweiten Seillänge ist die endgültige Linienführung noch nicht festgelegt. Ja, es wäre ich aufwärts ein bisschen putzen. Aber du musst jetzt einmal rauf. Da musst du ja bewegen können dann in dem. Das ist, also was wir da schon erlebt haben, da musst du dann durch Sträucher durch und verhebst du dann. Längerfristig geht die, glaube ich, da rechts mehr gehen, wo mehr Fels ist. Gehe vielleicht eher in den Dreck rein. Die beste oder auch die schönste Möglichkeit wird sich erst im Laufe der weiteren Putzarbeit erschließen. Also
muss man sowieso von oben alles ausschneiden weit und so weiter. Gell? Wir erreichen den zweiten Standplatz. Ein bisschen Licht hereinbringen. Achtung, da, ja. Das ist jetzt der Florian, ein Hund der Liebe noch von drüben. Okay, dann schauen wir weiter, Ja. würde ich sagen. Okay. Magst du den anhängen? Jetzt bei den letzten Touren habe ich auch schon Seillängen, wo ich überhaupt keinen habe. Die dritte Seillänge ist noch völlig ungeputzt und führt nach oben unangenehm in eine Waldstufe. Aber du siehst da die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, als Erster darin zu sein. Jetzt überlegen wir dann, wie wir es mit dem Stand machen. Ja. Für den Stand brauchst du immer einen großflächigen, gell, einen sicheren Stein. Nicht? Ist jetzt da komplett in dem Dschungel vergraben und versucht da hochzukommen. Das bedeutet für Günther im Nachstieg schon eine Menge Grundreinigungsarbeit. Ja, das muss Lippe machen da, gell? Die Waldstufe selbst erfordert dann richtige, harte Veränderungsarbeit. Freude vor Geräusch. Das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt schauen wir, dass wir da diesen Fels befreien. Aber drunter sieht man, sind doch Felsen und über die Felsen dann in dem Wald sozusagen dann raufkommt, sodass man nicht so unangenehme Übergänge schafft. Gell? Kann man den Felsrücken aufklettern, oder? Genau, das haben wir Aber das da. ist noch praktisch alles Fels da drunter. Ja, Wenn das geputzt wird, ist reiner Fels über. ja. Diese Szenen sind dann schon beim Abseilen entstanden und zeigen bereits eine klare Linienführung, aber auch noch einige anstehende Säuberungstage. Der Standplatz ist am besten nicht irgendwo drinnen in einem Loch oder wo es tief hinein, sondern immer möglichst frei draußen, wo es mehr luftiger ist, gell, wo man einen schönen Ausblick hat. Und schon hat man einen Ausblick. Ja, ist jetzt Fels. Das ist ein schöner Fels da, gell? Ganz schön. So wie oben am Gipfel auch vom Bauniwärts. Du gehst nur mit den Turnschuhen. Du hast gesagt, ja. Auch hier können wir die Hauptarbeit erst beim Abseilen durchführen. Der Pfeiler kommt aber bereits klar zum Vorschein. So, jetzt sind wir bei der steilen Wand schon ziemlich weit. Hoffen wir, dass es wieder ein bisschen leichter wird. Weil ich glaube, der Florian hat ja keine Bohrhaken mehr jetzt. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen flacher. War gar nicht so leicht, wo Florian sich da zum Bohren festgehalten hat. So, High Five für den Erstbegeher hier, den zweiten Erstbegeher. Jetzt geht es wieder ans Abseilen und beim Abseilen wird jetzt nochmal geschaut, ob man schon ein bisschen was verbessern kann. Da wird noch einiges an Arbeit drin sein, so wie das sehe. Ein paar Filmsequenzen dazu habe ich ja bereits eingebaut. Das Schöne dann am Ende ist natürlich nach der ganzen Arbeit ist, man hat was geschaffen. Man hat praktisch wie, der Günther hat es ja auch gesagt, nicht, dass das für ihn wie eine Kunst ist, so wie ein Künstler auch an was lang hinarbeitet, an der Skulptur. So im Vergleich vielleicht arbeitet man da auch Tag für Tag an die Route hin und dann ist die Route entstanden. Dann hat man das fertige Werk.
So wird die fertige Route aussehen, die bis zu ihrer Fertigstellung noch einige Tage in der Wand beanspruchen wird. In der steilen Wand befinden sich weitere Bohrhaken und die Griffe sind gesäubert, was den Schwierigkeitsgrad hoffentlich auf 5+ reduziert, sodass dann eine in der Schwierigkeit relativ homogene Route entstanden ist. Ein Video über die Begehung der fertigen Route wird folgen. Was eben auch für mich wichtig ist, das wäre der zweite Punkt vielleicht, das ist der Stil. Dass man sozusagen nach der Idee vom Heinz Grill eben, der als erster so das als die rhythmische Einheit beschrieben hat, wo einerseits natürlich der Zustieg, dann die einzelnen Seillängen, dass die abgestimmt sind von den Sicherungen her, die Wahl der Standplätze und die ganze Linienführung auch, dass das sich möglichst harmonisch auch in die Wand eben einfügt, auch mit den Quergängen, die nicht immer beliebt sind, gell? Aber das ist halt so. Genau, also es fügt sich ein und sagen wir, die anderen, da habe ich manchmal das Gefühl, da bohrt man halt geradeaus durch und da kommt halt eine hohe Schwierigkeit raus und durch diese Quergänge fügst du das eigentlich logisch zusammen und siehst eigentlich oder schaust eigentlich die leichteste gangbare Linie auch in der Wand oder eine homogene gangbare Linie in der Wand. Ganz genau. Und natürlich schon das Leichteste oft einmal wäre auch im Wald oder in einer Rinne hoch, da ist halt der Fels nicht schön und bester Fels. Okay. Eben, das Ganze sollte möglichst harmonisch sein, sodass dann auch für einen Wiederholer praktisch wie eine Verbundenheit mit sich selber, mit den Kollegen, mit der Natur und zufrieden und mit sich selbst und der Welt, wie man sagt, gell, aussteigt und wieder, sagen wir, nach Hause kehrt. Gell? Ja. Mit einem schönen, runden Erlebnis. Viel Aufwand, auch materieller Aufwand. Sponsert ihr das quasi alles selber, das ganze Hakenmaterial und die Bohrhaken, wo da drin sind? Oder habt ihr da auch noch irgendwann zumindest jemand, der da mitfinanziert? Weil billig ist, günstig ist es ja nicht. Da hängen die Schlingen drin, da sind Bohrhaken drin, da ist der Haken drin. Ja, dass die Schlingen sind das Billigste, so wie von dir haben wir jetzt auch Seile bekommen. Gesponsert ist es in dem Sinn nicht, also ist alles aus der Eigeninitiative entstanden. Am Anfang haben wir schon überlegt, so gibt es ja oft so Spendenkontos, also wo man dann für Haken da was einzahlen kann, wer will. Der Heinz hat gemeint, nein, das machen wir nicht, dann bleiben wir vom Stil auch unabhängig, nicht? Ja, genau. Nicht, dass dann irgendwann jemand kommt und sagt, okay, ich habe euch 5.000 € gegeben, jetzt möchte ich aber alles mit Bohrhaken abgesichert, gell, weil das sicherer ist, weil das mehr absolute Sicherheit gibt. Gell. Und das war uns eben wichtig, eben der Stil, so diese Mitte praktisch aus Bohrhakentouren, aber auch nicht extremer heroischer Alpinismus, sondern diese Mitte in den Touren auch zu verwirklichen. Ja, haben ja einen eigenständigen Stil, also muss man ganz klar sagen. Aber ihr schlagst gern ab und zu Normalhaken, weil es eben ästhetischer ist, hast du gesagt, als jetzt über so einen Bohrhaken zu setzen. Genau, das können wir uns vielleicht auch einmal anschauen, wenn wir den Normalhaken schlagen. Der fügt sich doch anders in die Wand ein, als ein Bohrhaken, der wie aufgesetzt ist. Nicht? Der ist vom Ästhetischen her für mich jetzt nicht so schön. Nicht? Okay. Bergführer? Ja. Bringt dir dann diese Routen hier etwas für dein Bergführer-Dasein, dass du dann hier verstärkt Klienten hast, die sagen, sie wollen unbedingt die Routen gehen, so wie ich das jetzt hier einer bin? Ja, insofern schon. Ja. Insofern schon. Das freut mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ich mit den Gästen die Routen machen kann. Ich habe auch Kurse hier für Schweizer Alpinschule auch. Und da kann ich natürlich auch die Gäste natürlich perfekt beraten. Ja. Ich frage die Gäste, okay, was wollt ihr gerne machen für Routen? Mehr Bohrhaken zum selber absichern? Welche Schwierigkeit? Und dann wähle ich die ideale Tour aus, gell? Weil ich die komplette Palette kenne. Nicht? Und
oft auch in der Seillänge sagen können, okay, da jetzt den violetten Freund rein. Nicht? Das kann sogar so weit gehen. Nicht? Also ein bisschen Synergie hast du, aber nicht übermäßig auch, oder? Wir haben auch so drüber gesprochen, du hast viele andere Touren, wo du dann normal im Prinzip führst. Ich habe noch Zeit zur Verfügung. Also wenn jemand da Interesse hat. Gerne, sehr gerne. Nicht? Ja. Und den Heiß Franz, das ist auch ein Bergführer. Und ich denke, der hätte auch noch Kapazitäten frei, weil ich sage zu ihm immer, eigentlich ist richtig, dass wir als Erstbegeher, die da drin arbeiten, dann auch mit den Touren, praktisch auch mit Gästen da arbeiten können. Ja. Und gleichzeitig kannst du, wie wir es heute gesehen haben, kann man mal die eine oder andere Schlinge ersetzen oder ganz mal schauen, genau, wie es in Ordnung ist, die Touren. Ja. Also das ist dann so natürlich auch ein Prinzip, wie die Touren hier natürlich gepflegt werden können. Genau. Den Touren am meisten sagen als Erstbegeher, wie bei dir heute bei dem einen Ring, wie der gebohrt worden ist, wie das entstanden ist, nicht, dass wenn die nur ein anderer Bergführer mit dir gegangen wäre, der kann da nie so viel erzählen zur Tour wie der Erstbegeher, nicht? Also und auch die ganzen Vorstellungen.